Freunde, heute geht's los mit Folge 1 der Mongolei Horse Tracking Tour. Bevor es allerdings losgeht, möchte ich noch ein bisschen Werbung schalten, denn ich möchte mich bei all meinen Partnern für die Unterstützung bedanken. Mit dabei waren Lupine, ihr kennt die Firma, geile Kopflampen, die ich seit vielen Jahren einsetze. Outrider Tactical mit taktischen und Outdoor-Hosen, hat sehr gut funktioniert, sehr bequem auf dem Pferd. Garmin mit einem InReach Mini 2, einfach ein richtig geiles Gerät, das ihr auch von anderen YouTubern kennt. Ist ideal, wenn man irgendwo unterwegs ist, wo es keinen Handyempfang gibt. Powerfilm Solar war auch mit dabei, mit großen Solarpanels, die mich mit ordentlich Strom versorgt haben und die aber auch sehr kompakt und faltbar sind. Hat richtig gut funktioniert, konnte alles aufladen. Außerdem vielen Dank an Stonehorse Mongolia als Hauptsponsor, denn sie haben mich mit 2 Pferden, Satteln und vor allen Dingen Know-how unterstützt. Ich konnte einiges nochmal lernen in der Mongolei. Im Vergleich zu Deutschland eine ganz andere Geschichte. Ich hatte im Vorfeld in Deutschland einiges gelernt über Pferde, aber da konnte ich das Ganze noch mehr erweitern. An der Stelle vielen Dank auch an Stonehorse Mongolia. Und zu guter Letzt noch ein großes Dankeschön an Vortex, die mich mit einem Rangefinder unterstützt haben. Einfach perfekt gewesen unterwegs, ich hatte guten Anblick, konnte ein bisschen was sehen und auch mit dem Laserentfernungsmesser konnte ich immer gut die Entfernung einschätzen und ungefähr einschätzen, wie viel Zeit ich noch von A nach B brauche. Also Freunde, ich würde sagen, wir legen los mit Teil 1. Viel Spaß dabei! Ja, meine Reise startete in Frankfurt am Flughafen mit einem 0,5er Pilz. Das mache ich immer so, wenn ich wegfliege oder verreise. Gibt es erstmal einen halben Liter Bier, dann ist man ein bisschen entspannter. Und ja, während dem Flug habe ich mir eine interessante Dokumentation über Heinz Stücke angeguckt. Wer die Person nicht kennt, einfach mal googeln. Sehr, sehr interessant, empfehlenswert und schaut euch das mal an. Ein paar Stunden später kam ich dann um 6 Uhr mongolischer Zeit am Flughafen in Ulaanbaatar an und habe mir dann erstmal ein Taxi in die Hauptstadt genommen. How? I'm Egi. Egi? Yeah. Egi. Full name is Iqbal. Equal. Iqbal. Okay. Little Egi. Здравствуйте. Здравствуйте. Thanks. Bye bye. Bye bye. Die Fahrt vom Flughafen in die Hauptstadt hat ca. 40 Minuten gedauert und es war dann auch meine einzige offizielle Taxifahrt in der Mongolei. Danach bin ich einfach nur mit irgendwelchen fremden Menschen mitgefahren. Das ist ganz normal in Ulaanbaatar. Man hält die Hand raus, wartet bis jemand anhält, steigt ein, sagt, wo man hin möchte und fertig, zahlt am Ende der Fahrt ein paar Euro und das war's dann auch schon wieder. So verdienen sich die Leute da ein bisschen Geld dazu. Und das ist auf jeden Fall auch ein sicheres Fortbewegungsmittel. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, dass ich gleich entführt werde oder sonstiges. Und so funktioniert das in Ulaanbaatar. Uber absolut überflüssig und ich finde das System richtig cool und angenehm. Und vor allen Dingen hält auch wirklich jedes Mal jemand an. Und es ist immer wieder interessant, mit wem man da so mitfährt. I will take this. Also ging es für mich mit einigen fremden Taxifahrern von A nach B. Ich habe mir dann erstmal im Supermarkt einen Snack geholt, eine SIM-Karte bei Unitel
Und nachdem ich mich dann ein bisschen orientiert hatte, bin ich dann wieder mit dem Taxi zum Stonehorse Headquarter gefahren, habe da auf Keith gewartet. Der hat mich dann in Empfang genommen und dann ging es auch schon wieder weiter. Da. Im Büro bei Stonehorse habe ich mir dann erstmal die ganzen TripAdvisor-Auszeichnungen angeschaut. Es hingen einige Bilder dort und ich hatte auf jeden Fall direkt Bock, auf Tour zu gehen. Wir haben einiges besprochen, Kaffee getrunken und sind dann danach rausgefahren in die Pampa durch den Stadtverkehr, haben uns unterhalten über die Ranger-Tätigkeit von Keith und auch über andere Themen, wie er dazu gekommen ist. Und war sehr interessant. Und nach einer Weile haben wir uns dann auch schon mit dem ersten Pferdehändler bzw. Pferdeverkäufer getroffen. Denn für meine Tour sollten 1 bis 2 neue Pferde in die Herde aufgenommen werden. Und da waren wir dann erstmal bei einem Pferdeverkäufer, der uns 2, 3 Pferde gezeigt hat. Ja, jetzt habt ihr Keith auch mal gesehen, eine sehr angenehme und ruhige Person, sehr professionell, macht das Ganze schon seit vielen, vielen Jahren. Und das hat man direkt gemerkt beim Pferdeverkäufer. Er hat einen guten Blick für Pferde, hat direkt gesehen, welches Pferd ist ängstlich, eher nervös oder sonstiges. Hat ins Maul geschaut, hat seinen eigenen Sattel dabei gehabt, um auch mal eine Testrunde zu drehen. Und ein Pferd hat sich als besonders ruhig herausgestellt. Den Eindruck hatte ich auch. Das war so ein Pferd, was wirklich sehr angenehm war. Hat sich von den vielen Menschen dort nicht beirren lassen, war ruhig und da wäre ich auch sofort drauf gestiegen und losgeritten. Und das Pferd ist es dann auch geworden, schon mal so grob. Da gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen zu klären, bevor so ein Verkauf stattfindet. Aber das war schon in der engeren Auswahl. Und natürlich habt ihr auch dort den Lebensraum gesehen. Ist natürlich nicht so schön, das Pferd irgendwo angebunden auf einem Hinterhof. Das Schöne ist, wenn ein Pferd von Stonehorse gekauft wird, dass es dann in die Herde übergeht und neben dem touristischen Sachen dann dort sich frei bewegen kann, kriegt über den Winter Futter und hat ordentlich Platz, kann sich bewegen. Und das ist natürlich dann viel besser, als dort auf einem Hinterhof zu leben und zu warten, bis man verkauft wird. Und das ist dann schon auf jeden Fall eine coole Sache und hat mich auch gefreut. Ciao, ciao. Dabei, basta, basta. Nach dem ersten Pferd ging es dann zu dem nächsten Pferdeverkäufer. Da haben wir uns dann noch ein Pferd angeschaut, angeblich ein altes Rennpferd. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber das war auch sehr ruhig von Anfang an, hat einen angenehmen Eindruck gemacht. Und dann hatte ich auch so langsam Bock, mal den Sattel drauf zu packen, beziehungsweise hat Keith den Sattel drauf gemacht. Und ich habe dann auch mal eine Runde gedreht. Und man merkt direkt bei den mongolischen Pferden, dass die Bock haben, Gas zu geben, die wollen sich bewegen, die wollen nicht irgendwo in einem Hinterhof festgekettet sein oder angebunden und das merkt man sofort. Also wenn man so antraben möchte, dann geben die meistens direkt schon Gas, weil die einfach Bock drauf haben. Das Pferd war sehr angenehm, hat sich gut führen lassen und es war auch dann am Ende, auch in der engeren Auswahl, auch noch ein paar Fragen offen gewesen. Aber zum Ende sind es dann diese beiden Pferde für mich geworden. Den Arrow, also den schwarzen, als Reitpferd und das Pferd aus dem ersten Verkauf ist dann mein Packpferd geworden. Ja, danach sind wir dann wieder ins Auto gestiegen und haben uns so langsam über Stock und Stein in Richtung Ranch begeben. Unterwegs haben wir dann noch bei einer Melonenverkäuferin angehalten und haben uns noch eine Melone gezogen. Hier fand ich ganz interessant den Preis, den ich überhaupt nicht erwartet habe. Ich dachte eigentlich, alles ist relativ günstig in der Mongolei. Dem war leider nicht so. Ich glaube, 8 oder 9 Dollar hat die fast gekostet. Vielleicht auch, weil ich ein Touri bin, keine Ahnung, aber es hat mich auf jeden Fall ein bisschen überrascht. Danach ging es dann noch in den Supermarkt. Hier fand ich ganz interessant die leeren Pappkartons, die an der Kasse stehen. Kann man sich einfach mitnehmen, seinen Einkauf da reinpacken und da wird es einfach wiederverwendet. Fand ich ganz gut, wird in Deutschland oder in Europa wahrscheinlich so nicht möglich sein. Aber es ist immer wieder schön zu sehen,
wie manche Sachen im Ausland anders ablaufen. Und das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Nach einer Weile kamen wir dann endlich im Camp an. Ich war schon langsam ein bisschen müde vom langen Flug und der Zeitverschiebung. Sofort hat mich da Tisha begrüßt. Das ist der junge Schäferhund, den die beiden aufgepäppelt haben. Und Sabina habe ich dann auch kennengelernt. Ja, für mich hieß es dann erstmal ein bisschen runterfahren, das Ganze sacken lassen, die ganzen Eindrücke verarbeiten und bin dann in die Hütte, habe mir die ganze Hütte angeschaut. Die haben die beiden selber gebaut, sehr schön eingerichtet. Es gibt einen Ofen. Wir haben dann ein Bier getrunken, gequatscht, ein bisschen was gegessen und danach hat mir dann Sabina heißes Wasser aufgekocht und ich hatte die Möglichkeit tatsächlich warm zu duschen. Für euch als Info, es gibt dort keinen Strom außer Solarenergie und warmes Wasser gibt es dort auch nicht. Dementsprechend war das für mich absoluter Luxus, da ich den ganzen Flug über in meinen Stiefeln drin war und natürlich auch die Kleidung geschwitzt war vom ganzen Rumtragen. Es waren so ungefähr 30 Grad dort in der Mongolei, als ich angekommen bin. Und das war für mich natürlich sehr, sehr angenehm. Und danach habe ich mich dann noch im Gär breit gemacht, meine Ausrüstung schon mal so ein bisschen grob ausgeräumt. Und dann habe ich noch Zähne geputzt und bin einfach nur ins Bett gefallen. To the nature. I also like tents, but Der nächste Tag fing auf jeden Fall sehr angenehm an. Ich habe tatsächlich bis 10 Uhr durchgeschlafen. So gut habe ich noch nie geschlafen, muss ich sagen. In diesem Gär hört ihr nichts. Ihr hört keinen Strom natürlich, ihr hört kein Wasserrauschen oder irgendwelche Geräusche, kein Fluglärm, nichts. Dementsprechend habe ich richtig gut geschlafen. Wirklich so gut habe ich, glaube ich, in meinem Leben nie geschlafen. Das muss ich wirklich betonen. Und ja, wir haben dann gefrühstückt, ein bisschen schon mal über das Reiten gesprochen, über die Route. Tipps und Tricks haben sie mir auch schon ein paar auf den Weg gegeben. Und danach ging es dann mit Keith ans Pferd, an den Sattel, ans Gurten, was ich alles zu beachten habe. Fußfesseln für die Pferde, da kommen wir dann später auch noch mal dazu. Und dann ging es auch schon langsam ans Eingemachte. What you want to do, instead of taking his hobbles off, because you still want to have some control of him, you put him on this side, so they're on the same side. And now we can lead him and he can walk much faster. And then the first thing you want to do is get this cinch on, because that's the. And what you do is this goes on first, this goes on second, this goes on third, this goes fourth. Okay. And then when you
and it's already through. Okay. Yeah, that's called a Mexican hitch. One down through there. Mexican. Hitch. Yeah. Okay. And now, And I can just go up in here. like this, or? Just let it hang tight, but you don't want it too loose either. He's got to be able to lift his table and have, or his tail and have a shit, you know. Mm-hmm. It's one. Yeah. That's these are called Blevins buckles. They're okay. If you're riding along, if you're riding for several hours every day and your knees start to hurt, lengthen. Just go down his leg and pick him up right here. If you try and get his leg to move that way, it's really hard. But if you pick his leg up, you can get him to move. Put his leg up there. He might even hold it up for you. And then you can put this on. Keith hat mir dann gezeigt, wie ich den Sattel angurte, wie ich alles einstelle. Es gab viel mehr zu beachten als in Deutschland, weil die Sattel noch mal ganz anders aufgebaut sind als die deutschen. Und noch als kleine Nebeninfo, die Sattel sind alle von Sabina selbst gemacht. Sie ist Sattelmacherin, macht es in den USA und sehr bequem die Sattel, haben mir sehr gut gefallen, auch optisch richtig hochwertig. Er hat mir noch gezeigt, wie ich die Fußfesseln richtig anlege, in welcher Reihenfolge, was ich zu beachten habe. Hat sehr viel erklärt und danach ging es dann auch schon auf einen Proberitt. Wir sind dann einfach zusammen losgeritten, ich mit Arrow, dem schwarzen Pferd, was ihr eben gesehen hattet, was wir am Vortag gekauft hatten. Das wurde dann nämlich nachts noch angeliefert, davon habe ich allerdings nichts mitbekommen, weil ich schon geschlafen hatte. Und ja, mit dem sind wir losgeritten, es kam direkt so ein kleiner Wasserlauf. Ich dachte, das Pferd läuft ganz normal durch. Nichts war, einfach drüber gesprungen, eiskalt. Ich habe mich erstmal so ein bisschen erschreckt, weil ich das einfach nicht gewohnt war, dass das Pferd über so einen kleinen Wasserlauf springt. Und ja, dann war ich erstmal ein bisschen wach, wusste, die Pferde hier ticken ein bisschen anders. Und danach ging es dann schon raus in die Natur. Eine richtig geile Landschaft direkt vor der Haustür. Und wir sind dann in ein Waldstück reingeritten. Und dort haben wir angehalten, denn dort lag ein altes Pferd von Keith, was ein paar Wochen zuvor von einem Wolf gerissen wurde. Das Pferd war schon alt und hatte auch eine Sehschwäche auf einem Auge. Und dementsprechend war es dann relativ leichte Beute für den Wolf, das Pferd zu reißen. Und er hatte mir noch ein bisschen erzählt, wie das abläuft. Wenn so ein Pferd in der Mongolei stirbt, dann nimmt man den Kopf oder das Skelett und hängt das in den Baum. Ist wohl so ein Ritual. Und ja, war auf jeden Fall für mich als Eindruck auch schon mal krass. Da wusste ich sofort, was überhaupt hier abgeht. Es ist nicht wie der deutsche Wald, wo du vielleicht mal einen Fuchs siehst oder ein Wildschwein, sondern da geht es halt ab. Da sind halt Wölfe, Bären und andere Raubtiere unterwegs. Und ja, das hat mich dann erstmal so ein bisschen geerdet, aber es hat mir jetzt keine Angst gemacht. Aber es war auf jeden Fall erstmal so bumm, jetzt weißt du Bescheid. Hier geht's ab, was Wildtiere angeht. Dann sind wir weitergeritten. Es war sehr angenehm, eine coole Strecke, einfach, ja, sage ich mal, eine Hausrunde. Ging dann leicht den Hang hoch und auch hier habe ich sofort gemerkt, wie sich das Tier im Vergleich zum Vortag verhalten hat. Also in diesem Hinterhof bzw. in diesem großen Hof mit Gemäuer und jetzt dann draußen im freien Wald. Man hat wirklich gemerkt, wie sich das Tier gefreut hat, wieder in alten Gefilden unterwegs zu sein. Und das hat man richtig gemerkt. Also man hat wirklich die Energie gespürt, die das Pferd hatte und Bock hatte loszulegen. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dem Pferd zu reiten. Es war angenehm, es war ruhig, es hat keine willkürlichen oder ruckartigen Bewegungen gemacht. Es war nicht schreckhaft, sonstiges. Wirklich angenehm und ich war mir da auf jeden Fall hundertprozentig sicher, dass es eine gute Tour wird mit dem Pferd und dass da nichts schief gehen kann. Zurück im Camp gab es dann erstmal was zu essen. Habe ich mich sehr drauf gefreut. Ich hatte richtig Hunger. Wir haben die Karte ausgebreitet, haben schon mal grob so die Route angeschaut, die ich reiten werde.
Und danach ging es auch schon wieder vor die Container, denn es hieß für mich wieder einiges zu lernen, was ich in Deutschland nicht lernen konnte. Zum Beispiel, wie man ein Packpferd bepackt, welche Gurte man benutzen muss, zurren muss, welchen zuerst, welchen zuletzt. Picket Line, also die Leine, wo man die Pferde nachts anbindet und vieles mehr. Ich habe das dann mehrfach geübt. Auch habe ich gelernt, wie man die Plane, also eine Canvas-Plane, auf das Packgut legt und dort dann mit einem Diamond Hitch verzurrt das Ganze. Also alles ganz klassisch und oldschool. Es hat mir sehr gut gefallen. Keine modernen Zurgurte oder Ratschen oder sonstiges. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Am Ende des Tages habe ich das ganz gut drauf gehabt. Und im Laufe der Tour wurde es dann auch immer besser. And you shove that underneath. And then shove the other corners right up in there. Okay. Okay. You just put it right over the center. Over just right over the center like that. You're gonna have to pull it. When you pull this, you just pull it back to you. See? That's on the button. Wait. What's the Mongolian word for arrow? Tom. Tom? Met een wortel is het. I can cinch it up. Yeah, he seems to be okay. Zwischendurch habe ich natürlich dann mit meinen Solarpanels noch dafür gesorgt, dass die Akkus für den nächsten Tag dann alle schon wieder aufgeladen sind. Ich habe meine Powerbanks gefüllt und natürlich auch meine Drohnenakkus. Yeah, I mentioned it, but we will point it out here. Ja, und dann war es auch schon Abend. Der Crashkurs war beendet. Wir sind in die Hütte rein, haben Abend gegessen. Der Ofen war an mit Feuer, Bierchen getrunken, ein bisschen gequatscht. Und dann war der Tag auch eigentlich schon beendet. Wir sind dann kurz vorm Schlafengehen nochmal zu den Pferden, haben geschaut, ob die Picket Line richtig liegt, ob sich da nichts verheddert hat. Und dann bin ich auch schon wieder ins Bett gegangen. Woher hat er es? Gibt es das?
Am nächsten Morgen gab es dann erstmal Benzin für meinen Kocher. Den habe ich natürlich auch direkt erstmal auf Funktion überprüft. Hätte ja sein können, dass nach dem Flug irgendwas kaputt gegangen ist. Und so war ich dann auf der sicheren Seite. Habe kurz was gegessen und dann auch schon direkt mit dem Packen angefangen. Was relativ mühselig war, da ich mir überlegen musste, was wohin kommt. Gewichtsverteilung war wichtig. Und ich muss natürlich auch darauf achten, was brauche ich schnell griffbereit und was nicht. Außerdem war ich natürlich ab dem Zeitpunkt auf mich selbst gestellt. Nicht, weil Kees oder Sabina nicht da waren, die waren natürlich noch in der Nähe. Aber ich wollte für mich selber herausfinden, ob noch irgendwo Fragen offen sind oder Unsicherheiten bestehen. Und im Notfall hätte ich dann nochmal fragen können, wie das denn nochmal war. Aber ich hatte noch alles gut im Kopf und habe auch das mit dem Diamond Hitch und der Canvas-Plane gut hinbekommen am nächsten Tag und war erstmal ein bisschen beruhigter. Left. Dann habe ich mich auch schon verabschiedet und wir sind losgeritten. Das heißt, ein Angestellter ist noch mitgekommen, um mich bis zum Routenanfang durchs Dorf zu bringen. Und direkt vor der Haustür gab es schon das erste Problem, denn Arrow hatte keine Lust auf den kleinen Bachlauf vom Vortag. Das war dann irgendwie an dem Tag doch ein Problem. Von rechts kam gleichzeitig auch noch ein Hund an, der angefangen hat zu bellen. Somit war ich erstmal ein bisschen nervös und naja, nicht überfordert, aber ich musste das Ganze erstmal einordnen. Dann habe ich mich an den Begriff Chew erinnert. Das ist in der Mongolei ein Befehl fürs Pferd. Komm, gib mal ein bisschen Gas oder mach mal was. Und das Chew war natürlich am Anfang noch ausbaufähig. Ich habe das noch so ganz leise vor mich hingemurmelt. Und es hat aber funktioniert. Das Pferd ist dann übers Wasser gelaufen und wir konnten weitergehen und sind dann erstmal über einen kleinen Hügel drüber, bis wir dann auf der Hauptstraße waren. Und da gab es gerade schon wieder das nächste Problem. Irgendetwas hat die Pferde aufgeschreckt. Und da ich ja jetzt das Packpferd noch bei mir hatte, in der rechten Hand, wechselweise auch in der linken Hand, also die Führleine des Packpferds, da hat sich das Pferd dann erschreckt und hat sich einfach gedreht. Und das ist natürlich äußerst gefährlich, denn man kann sich dann auch einwickeln. Und ich musste dann schnell reagieren und das Seil bzw. die Führleine, die Seite wechseln und auch nochmal Seil geben, damit es mich nicht einschnürt oder im schlimmsten Fall vom Pferd reißt. Da kann einiges schief gehen. War erstmal so eine Schrecksekunde für mich, habe es dann gut gelöst und danach hat sich das Ganze auch ein bisschen beruhigt. Wir sind dann aus dem Dorf rausgekommen. Ich habe dann einen Snickers gegessen, das hat mich auf jeden Fall runtergeholt. Es gab noch einen Schluck Wasser und dann kamen wir auch langsam an den Routenbeginn. Das hieß dann für mich, ich war komplett auf mich allein gestellt und dann ging es auch schon den Pass hoch. Der Pfad hoch zum Dawat-Pass ist relativ steil, dementsprechend habe ich dann wechselweise immer bin ich geritten oder auch abgestiegen und einfach auch ein paar Meter selbst gelaufen, habe die Pferde dann an der Führleine genommen und dann war ich auch irgendwann oben am Dawat-Pass angekommen und auf der anderen Seite ging es dann genauso steil wieder runter.
Gleiches Spiel, absteigen, manchmal mitreiten, je nachdem wie steil es halt war. Der Weg runter vom Davart-Pass war relativ steinig und uneben. Ich bin ab und zu mal abgestiegen, weil ich noch nicht sicher war, wie geländegängig die Pferde waren. Im Endeffekt war es denen dann aber egal. Die wussten genau, wo sie hintreten, wussten genau, wo sie langlaufen können und wo nicht. Aber ich war am Anfang einfach noch relativ unsicher und wollte das erstmal ordentlich abschätzen. Und außerdem habe ich mich gefragt, was das für ein Weg ist, wo mich Stonehorse hier lang schickt. Und ich habe schon so die Vermutung gehabt, dass ich falsch bin. Und dem war auch so. Wäre ich ein bisschen früher nach dem Davart-Pass abgebogen, wäre ich auf einen schönen Wald-Wiesenweg gekommen und habe natürlich die Kfz-Strecke genommen, die natürlich richtig durchgefahren ist, weil da regelmäßig irgendwelche Geländewagen durchfahren. Und dementsprechend war der Weg ins Freie nicht so schön. Nachdem ich den Wald dann verlassen hatte, wurde der Weg auf jeden Fall viel besser. Die Landschaft hat sich gezeigt und es hat richtig Bock gemacht, dann dort lang zu reiten. Und das habe ich auch bei den Pferden gemerkt. Ich habe dann mal versucht, so anzutraben, dass man so ein bisschen zügiger reitet und dann haben die direkt Vollgas gegeben. Also direkt Galopp. Ich musste die erstmal bremsen. Ich bin dann erstmal, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden galoppiert und habe die dann aber bremsen können, ein bisschen runterfahren können und bin dann wieder ganz normal geritten. Aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass sie lange keinen Auslauf hatten und die haben sich auf jeden Fall darüber sehr gefreut. Natürlich muss man mit den Pferden auch immer darauf achten, dass sie genug trinken und auch essen. Ein Pferd, was nicht regelmäßig isst, kriegt Koliken und kann auch daran sterben. Und dementsprechend war ich da am Anfang noch sehr vorsichtig und habe zu jeder Möglichkeit bei Wasser angehalten oder auf einer Wiese, wo sie sich dann einen kleinen Snack holen können. Und ja, dann ging es auch schon weiter und ich habe auch dann direkt nach 13 Kilometern ungefähr meinen ersten Schlafplatz gefunden. Der Spot, den ich mir rausgesucht hatte, war perfekt. Schön eben. Nebendran war ein kleiner Bachlauf, damit die Pferde auch was trinken können. Und dann war es für mich an der Zeit, alles alleine abzuladen, aufzubauen, Picketline setzen für die Pferde, Fußfesseln anbringen. Die Pferde haben super mitgespielt, war gar kein Problem. Und dann bin ich erstmal angekommen.
Ja, und dann habe ich das Packpferd abgeladen und ein bisschen sortiert und habe im Augenwinkel im Bachlauf irgendwas Weißes, Helles liegen sehen. Ja, das war natürlich kein schöner Anblick, direkt neben dem Camp dann eine verendete Kuh liegen zu haben. Aber ich habe mich da nicht beirren lassen. Ich habe das für mich so abgetan. Da wollte eine Kuh durch den Bachlauf laufen, hat es nicht geschafft, ist dann im Bach verendet. Und ich habe das jetzt nicht irgendwie als beängstigende Situation angesehen und dachte mir nicht, dass da jetzt ganz viele Raubtiere unterwegs sind. Was natürlich so sein kann, aber ich habe mich da nicht aus der Ruhe bringen lassen, habe dann ganz normal einfach mein Camp aufgebaut. Das Wetter hat dann auch noch umgeschlagen, ist dann windig und kühl geworden, hat angefangen zu nieseln. Ich habe dann die Regenjacke drüber gezogen, mir in Ruhe was zu essen gekocht, in Anführungsstrichen gekocht. Und es war irgendwie trotzdem sehr angenehm und gemütlich. Ja, und trotz der verendeten Kuh im Bachlauf habe ich mir weiter oben dann mit dem Grail Wasserfilter ein bisschen Wasser rausgeholt, weil ich auch natürlich Durst hatte, denn ich hatte kein extra Wasser in Kanistern oder sonstiges dabei, einfach auch um das Gewicht zu reduzieren und damit die Pferde weniger tragen müssen. Dann wurde es auch relativ schnell dunkel. Ich habe dann meine Kopflampe geschnappt und die Pferde kontrolliert. Einfach nochmal nach der Picketline geschaut, dass sie sich nicht verheddert hat oder sonstiges. Denn der Bereich, wo ich die Pferde festgemacht hatte, war nicht ganz ideal. Am besten ist es komplett eben und auf einer Wiese. Ich wollte aber sicherstellen, dass sie genug zu trinken hatten und für mich war das dann okay. Und die Pferde kamen auch gut klar mit der Picketline, haben sich nirgendwo verheddert. Das hat auf jeden Fall gepasst. Danach lag ich dann unterm Tarp in meinem Moskitozelt und habe mit dem InReach Mini 2 mal meine Position angeschaut und habe die Koordinaten mit den Koordinaten verglichen, die mir Sabina mitgegeben hat für die Punkte, wo man am besten übernachten kann. Und ich habe gemerkt, dass die Koordinaten fast übereinstimmen. So war ich ein bisschen beruhigter, weil ich dann wusste, ich habe die richtige Route genommen, habe gut navigiert und so konnte ich dann gut einschlafen und war auf der sicheren Seite. Freunde, das war Folge 1 der Mongolei Horse Tracking Tour. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Freut euch auf jeden Fall auf die Folge 2, die dann nächste Woche erscheinen wird. Und gerne könnt ihr auch das Ganze kommentieren, lasst Feedback da, teilt dieses Video, wenn ihr möchtet, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei Folge 2 wieder.